Herzlich willkommen zum Keyhelp Administrationstutorial. In diesem wollen wir uns einem wichtigen Thema, dem Thema Backup, zuwenden. Im linken Menü unter dem Menüpunkt Backup findet sich die Backup-Funktion. Auf der rechten Seite findet man eine Übersicht der zuletzt durchgeführten Backups und deren Backup-Status. Im linken Bereich der Seite findet sich die Backup-Steuerung. Der erste Eintrag, Backup erstellen, ermöglicht es, ein sofortiges Backup zu erzeugen. Mit dem Button Backup erstellen wird das entsprechende Menü hierfür geöffnet. Der Backup-Umfang ist wie bei jedem vom Administrator gestarteten Backup ein komplettes Server-Backup. Dieses enthält sowohl sämtliche Benutzerverzeichnisse als auch deren E-Mails und alle Datenbanken, wobei hier auch Datenbanken, welche nicht direkt über Keyhelp erstellt wurden, eingeschlossen sind. Zusätzlich zu den Webdaten werden im Server-Backup auch noch das Konfigurationsverzeichnis etc., das Heimatverzeichnis von Root und das Cron-Verzeichnis var-spool-cron eingeschlossen, sodass mit einem Server-Backup eine Komplettwiederherstellung des Systems mit allen von Keyhelp verwalteten Daten auch nach einem kompletten Datenverlust des Servers möglich ist. Als Speicherort bietet Keyhelp die Möglichkeit, einen lokalen Speicher zu wählen. Hierbei wird dann auf dem Server selbst das Verzeichnis /backup genutzt. Alternativ ist ein Remote-Speicher möglich. Hierzu muss dieser zunächst in den Remote-Server-Einstellungen konfiguriert werden. Hierzu in einigen Minuten mehr. Unterhalb dieser Einstellung kann eine E-Mail-Adresse für Backup-Benachrichtigungen hinterlegt werden und mit einem Haken darunter ist es möglich, diese auch im Erfolgsfall versenden zu lassen. Anderenfalls wird diese nur im Fehlerfall verschickt. Mit einem weiteren Haken darunter kann ein Passwortschutz aktiviert werden. Wenn hier ein Passwort gesetzt wird, so wird das komplette Backup mit AES 256 verschlüsselt. Ohne das Passwort ist ein Auspacken dieses Backups danach entsprechend unmöglich. Zurück in der Übersicht findet man unter Backup erstellen auch den Punkt Backup planen. Hier kann entsprechend eine Backup-Aufgabe zu regelmäßigen Intervallen geplant werden. Zunächst findet sich der Haken, ob diese Backup-Aufgabe grundsätzlich aktiviert ist oder nicht. Darunter kann das Backup-Intervall eingestellt werden. Hier ist es möglich, momentan zwischen einem täglichen, einem wöchentlichen und einem monatlichen Backup zu wählen. Je nach gewähltem Intervall kann entsprechend darunter die Zeit eingestellt werden, wann dieses Backup durchgeführt werden soll. Darunter kann wieder der Speicherort gewählt werden. Wie zuvor erwähnt, ist der Wahl zwischen einem lokalen Speicher und dem Remote-Speicher möglich. Auch kann hier die maximale Dateianzahl im Speicherort angegeben werden. Ein Wert von 0 bedeutet keine Einschränkung, sodass Keyhelp Backups anfertigt, ohne alte Backups wieder zu entfernen. Jeder andere Wert würde entsprechend diesen Wert an Backups erhalten und ältere Backups regelmäßig löschen. Anschließend ist es wieder möglich, eine E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen zu hinterlegen oder den Passwortschutz zu aktivieren. In der Übersicht unter gespeicherte Backups ist es möglich, die bereits vorhandenen Backups einzusehen und gegebenenfalls auf den PC herunterzuladen. Hierbei gibt es Buttons für die lokalen Backups und für die Remote-Backups. Mit Klick auf den entsprechenden Button werden dann in einer tabellarischen Auflistung alle in dem jeweiligen Speicherort vorhandenen Backups aufgelistet. Unter Remote-Server-Einstellungen kann der entsprechende Remote-Server konfiguriert werden. Hierbei kann dieser als Hostname oder über die IP-Adresse eingetragen werden. Sofern kein Port angegeben wird, wird der Standardport des darunter gewählten Protokolls genutzt, ansonsten der entsprechend spezifisch angegebene Port. Als Protokoll gibt es momentan die Option zwischen FTP und dem auf SSH basierenden SFTP zu wählen. Bei FTP besteht die Möglichkeit FTPS, also FTP über SSL zu nutzen. Des Weiteren ist es möglich, den passiven Modus für FTP zu aktivieren, welches bei aktiver Server-Firewall höchstwahrscheinlich erforderlich ist, möchte man hier keine umfangreichen Firewall-Einstellungen vornehmen. Darunter ist es möglich, das Verzeichnis auf dem gewählten FTP-Server einzugeben, in welchem die jeweilige Backup-Datei gespeichert werden soll. Anschließend kann man natürlich noch den Benutzernamen und das Passwort für den entsprechenden FTP-Server spezifizieren. Darunter findet sich dann ein Button Verbindung testen. Dieser sollte, wenn alle Daten korrekt eingegeben sind, ein Alles OK zurückgeben. Neben FTP ist auch das SFTP-Protokoll möglich. Bei SFTP ist es dann auch möglich, eine Public-Private-Key-Authentisierung wie bei SSH üblich zu nutzen. Die Angaben für Verzeichnis auf dem Server und den Login-Namen sind analog wie bei FTP. Darunter findet sich dann auch wieder der Button Verbindung testen.
Grundsätzlich ist es immer anzuraten, ein regelmäßiges Backup auszuführen und dieses nach Möglichkeit auch auf einem Remote-Server zu speichern, sodass im Falle eines fatalen Festplattenfehlers oder eines Hackerangriffs immer noch ein gültiges Backup vorhanden ist. Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Tutorial.